Servus und herzlich willkommen Leute bei AS24, eurem Kanal für guten Sound im Auto. Wir möchten heute ein kurzes Special über DAB+ machen. Ich möchte euch heute in unserem Video erzählen, was ist eigentlich DAB+ so weltweit, was passiert hier überhaupt? Wir haben DAB+ in Deutschland, da möchte ich ein bisschen was dazu sagen, was die aktuellen Daten betrifft. Wir werden hier schauen, was dafür zuständig sein kann, dass ihr einen schlechten DAB-Empfang im Auto habt und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Internetradio und welche Vorteile hat definitiv DAB+. Los geht's mit DAB+ worldwide, das heißt, was interessiert uns jetzt, was passiert im Rest der Welt eigentlich mit DAB+, Digitalradio. Dazu gibt's die Website www.worlddab.org. Da kann man dann auch eine Landkarte anschauen, wo man genau sieht, welches Land eigentlich gerade wie weit ist, wie die dort drüber denken. Und da fangen wir mal bei Russland an. Also Russland macht sich darüber Gedanken, mit DAB irgendwie anzufangen, weiß aber noch nicht so richtig, in welchem Standard die sich da wiederfinden sollen. Wir haben Asien, da läuft schon der ein oder andere Versuch, mit DAB+, mit den verschiedenen Standards zu arbeiten. Also die sind da sehr interessiert, was DAB+ betrifft. Und in Australien läuft DAB+ bereits schon, also die haben das Thema gar nicht mehr. Die wissen, DAB steht und da wird nur noch weiter ausgebaut. Amerika, USA, naja, die haben vielleicht überhaupt gar kein Thema da drin, weil die haben andere Gegebenheiten, landestechnisch und auch strukturtechnisch im Land machen die sich überhaupt gar keinen Kopf über DAB+. Wir in Europa, wir sind da absolut führend, was die ganzen Länder betrifft, ob das jetzt UK, wir in Deutschland natürlich sowieso, Frankreich, Spanien, Norwegen, Schweden, Italien, in der Schweiz sowieso unglaublich gut ausgebaut, Österreich und die ganzen Ostblockstaaten wie Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Ungarn und so weiter, die sind jetzt auch gerade dabei zu starten. Also es wird auf jeden Fall ein Riesenthema und ich glaube, heute brauchen wir uns nicht mehr die Frage stellen, ob wir DAB+ wieder abschalten und lieber wieder UKW hören. Das ist out, wir sind weltweit unterwegs und das könnt ihr euch auf worlddab.org gerne mal selber anschauen. Wer sich in Europa noch ein bisschen mehr informieren möchte, wie jedes einzelne Land drüber denkt, wie weit sie sind, was da gerade passiert, könnt ihr, da mache ich euch einen Link. Wo machen wir den Link hin? Machen wir mal den hier, blenden wir den mit ein. Ansonsten findet ihr den natürlich bei uns im Videobeschreibungstext und da steht jede Menge gute Informationen drin. Kommen wir zum Thema DAB+ innerhalb von Deutschland. Da empfehle ich wirklich jedem mal auf die dabplus.de zu gehen und da die Empfangskarte mal anzusehen. Die haben sie übrigens sehr geil gemacht. Man kann da reinzoomen, man kann seine Postleitzahl eingeben und kriegt das richtig schöne Ergebnis, ob DAB-Empfang im Auto, also Outdoor quasi, gut gegeben ist oder Indoor, wie das da sich verhält. Man kann das also auf der Karte sehr deutlich gut erkennen und man kriegt rechts nebendran auch gleich angezeigt, welche Sender ich in diesem Gebiet tatsächlich zur Verfügung gestellt bekomme und dadurch genießen kann. Wer immer noch sagt, ja, aber bei mir ist gerade kein DAB-Empfang, bei uns ist noch ein bisschen hellgrün oder sogar weiß auf der Landkarte, der darf sich jetzt freuen, weil für 2019 ist geplant, 3 neue Sendestationen zu bauen, wo der Bundesmux, also der 5C, wo die ganzen deutschlandweiten Sender drauf gehostet sind, das wird weiter ausgebaut. Also hier haben wir von 127 Sendern, die bisher bestanden, jetzt dann tatsächlich bis zu 140 Sender Ende dieses Jahres und es geht natürlich immer weiter, es geht relativ flott, also ihr dürft euch echt freuen, DAB+ ist voll im Vormarsch. Das nächste Thema sind Gründe, warum ein DAB-Empfang im Auto schlecht sein könnte oder vielleicht sogar daheim, aber wir reden hier im großen Teil vom Auto und da fangen wir mal an mit dem USB-Lader. Also so ein kleines Teil könnte tatsächlich für schlechten DAB-Empfang im Auto sorgen, weil die Dinger teilweise stören. Also wer sagt, naja, eigentlich hat mein Auto DAB, aber irgendwie kommt das nicht richtig rein, es ist immer weg. Der sollte mal schauen, ob er so ein Ding im Auto drin hat und einfach mal komplett stromlos machen, ob es dann vielleicht schon besser ist. Baustellen könnten ein Grund für schlechten DAB-Empfang sein und zwar Baustellen, die ein Ampelsystem
zur Verfügung stellen und das mit Funktechnik übertragen wird, also von der einen Ampel zur anderen, du wirst jetzt grün, ich werde rot, das kann ein Grund für schlechten DAB-Empfang sein, weil die Dinger echt reinfunken können. Viele haben ein Navigationssystem im Fahrzeug drin, das nur an der Frontscheibe klebt und das natürlich auch am Bordnetz über einen Zigarettenanzünder angesteckt ist. Diese kleinen Displays und die Gerätschaften könnten auch ein Grund sein, warum DAB-Empfang schlecht sein kann, weil auch diese Geräte Störungen mit ins Auto reinbringen und genau diesen DAB-Empfang beeinträchtigen. Abstecken, mal probieren, ob es besser wird, dann wisst ihr zumindest mal, wo das Problem liegt. Eher für die jüngere Generation an euch, die alle noch mit Bling Bling und so ein Zeug im Auto irgendwie rumspielen, alles was man irgendwie an 12 Volt mit andockt, was leuchtet, LEDs, Neonlampen, egal was ihr alles da so im Auto umeinander fahrt, auch das können Störquellen für DAB+ sein. Das trifft sogar sehr oft zu, also schaut doch mal drauf, was ihr da so alles im Auto verbaut habt. Raus damit und was anderes rein, was vielleicht nicht die Störungen mit sich bringt. Auch im Audiobereich kann es zu Problemen kommen mit dem DAB-Empfang, wenn man digitale Verstärker nachrüstet. Da gibt es die Art der einfachen, schlechten Verstärker, die einfach massiv stören und das Problem mit sich bringen. Oder auch sehr gute Verstärker, die eigentlich ganz wenig Störung haben, aber halt leider an der falschen Stelle montiert werden, wo tatsächlich vielleicht das Antennenkabel vorbeiläuft. Und da dann Einfluss drauf nehmen. Also wer so einen digitalen Verstärker nachrüstet und danach sagt, Mensch, jetzt ist aber irgendwie der Empfang schlechter, sollte sich darüber Gedanken machen, mal die Hand anzulegen und die Endstufe entweder mal stromlos zu machen, muss man schauen, ob es überhaupt die Endstufe ist. Und falls sie die ist, vielleicht an einem anderen Ort montieren, wo das Problem nicht auftaucht. Der nächste Punkt ist quasi ähnlich wie das, was wir gerade eben schon angesprochen haben, und zwar einfach eine Antennenverlegung, die nicht optimal ist. Also wenn ich ein Autoradio mit DAB+ ergänze und jetzt irgendwo im Fahrzeug eine DAB+ Antenne zusätzlich verlege und das Kabel dummerweise genau da verlege, wo andere Devices im Fahrzeug drin sind oder dicke Stromkabel, die Einfluss auf mein Antennenkabel nehmen, könnten für schlechten Empfang sorgen. Und da müssten wir jetzt einfach mal schauen, eine andere Antenne woanders hinlegen, das Kabel anders verlegen. Das würde ich da an der Stelle empfehlen. Wenn wir schon beim Thema Antennen sind, es ist natürlich auch wichtig zu wissen, welche Antenne ist denn eigentlich auch gut und geeignet für mein Fahrzeug. Jetzt gibt es ja viele Scheibenklebeantennen, die man in der Regel an der Frontscheibe oben rechts montiert. Sowas kann man auch durchaus an der hinteren Seitenscheibe montieren, wenn das Kabel lang genug ist oder man eine Verlängerung verwendet. Weil Frontscheiben gibt es auch einige, die sind metallbedampft. Das sieht man in der Scheibe nicht wirklich an. Man kann das in dieser kleinen Markierung in der Scheibe nachlesen und sagen, ist die metallbedampft, ja oder nein. Wenn sie metallbedampft ist, ist es, wie der Name schon sagt, Metall davor und damit kommt die Welle von dem DAB nicht richtig durch und damit haben wir auch natürlich einen schlechten DAB-Empfang. Da empfiehlt es sich dann tatsächlich mit der Antenne nach außen zu gehen, aufs Dach, die typische 16V oder eine Shark-Antenne. Wer sagt, nein, das gefällt mir alles nicht, ich habe noch kein Loch im Dach drin, also mache ich da auch keins rein. Dann die hintere Seitenscheibe oder vielleicht sogar Stoßfängerantennen. Da ist es natürlich ein bisschen aufwendiger, das Ganze einzubauen, weil da tatsächlich der Stoßfänger vorne und hinten wegmontiert werden muss, um dort auch die Antennen zu installieren, um einen guten Empfang zu haben. Was wäre ein DAB Special ohne den Vergleich zum Internetradio zu machen? Und da wäre der erste Punkt schon mal, hey, DAB ist anonym. Das heißt, durch den terrestrischen Empfang, ähnlich wie bei UKW, schalte ich mein Radio an, ich wähle meinen Sender aus, den ich hören mag und keiner kriegt mit, dass ich es tue oder nicht tue und welchen Sender ich höre oder welchen ich nicht höre. Bei Internet ist es immer so, dass im Prinzip immer festgestellt werden kann, wann höre ich Radio, welchen Sender höre ich, was höre ich und womit höre ich's. Das heißt, ich möchte natürlich vielleicht anonym bleiben. Den meisten ist es ja eigentlich eh schon scheißegal, die akzeptieren jedes Cookie, alles wird so rausgeschoben, aber man kann sich ja mal drüber Gedanken machen, DAB+ ist auf jeden Fall völlig anonym zu hören. Gegenüber Internetradio ist DAB+ einfach mal kostenlos. Ich schalte es ans Radio und es läuft einfach, ich brauche nur das Gerät an sich. Bei Internetradio brauche ich halt einfach mal immer einen Internetzugang, egal ob das jetzt mein Handy ist oder mein Router daheim und ich brauche einen Festnetzanschluss, damit ich das überhaupt erstmal zum Laufen bringe. Ein Internetradio ist damit immer abhängig von einem Provider, wo ich Geld bezahlen muss für die Daten, die ich da ziehe.
DAB+ ist kostenlos. Gegenüber dem Internetradio, wo ich also meine Navigation im Auto tatsächlich noch irgendwie online bringen muss mit einem Provider, kann ich bei DAB+ TPEC Verkehrsdienst nutzen. Das heißt, er stellt mir die Daten für den ganzen Verkehrsfluss zur Verfügung und zwar in gleicher Qualität wie Google Maps. Für das Hören von DAB+ Sendern brauche ich nichts mehr außer mein Device. Ich muss mich nirgendwo anmelden und brauche auch keinen Provider, egal ob ich im Auto unterwegs bin oder daheim Musik hören mag. Ein Punkt, den darf man nicht ganz vernachlässigen, aber ich hoffe, wir werden ihn nie brauchen. DAB+ bringt mir Emergency Warnings. Das heißt tatsächlich, bei Naturereignissen oder schweren Katastrophen, die irgendwie regional gerade stattfinden, kann natürlich DAB+ durch den terrestrischen Ausstrahlungscharakter eine Warnmeldung an alle Radiohörer gleichzeitig rausbringen und sagen, hey Leute, da passiert gerade irgendwas, ein Dammbruch, bringt euch in Sicherheit. Beim Internetradio ist es so örtlich gar nicht möglich, weil was interessiert es in dem Fall einen Hamburger oder einen New Yorker, was gerade in München zum Beispiel passiert, aber über DAB+ kann man das natürlich regional runtergrenzen und es könnte durchaus interessant sein, darüber mal nachzudenken. DAB+ ist unabhängig vom Mobilfunknetz. Ihr kennt es, man fährt Autobahn und du denkst, Mensch, schon wieder Abbruch. Kein Mobilfunknetz da, schlecht. Ich kann zwar auch puffern im Internet und kann mir ein bisschen was Daten zuziehen, bevor sie praktisch dann auslaufen, aber das heißt auch, wir haben auch ganz oft eine schlechte Datenqualität. Es gibt ganz viele Gegenden, da haben wir nur noch E. Also das ist ziemlich langweilig, solange man nicht wenigstens mal LTE hat, also 4G, läuft es eh nicht ganz richtig und macht eher Schwierigkeiten. Richtig geil wird es dann erst mit 5G. Zukunftsmusik, aber das dauert noch sehr, sehr lang, bis 5G mal läuft, weil mal ganz kurz hochgerechnet würden wir tatsächlich in Deutschland 700.000 bis zu 1,2 Millionen Sender brauchen, damit man Deutschland flächendeckend und auch in-house mit 5G versorgen kann. Also das dauert tatsächlich noch ewig und auch der Aspekt, dass wenn heute jeder Internetradio nutzen würde, dann wäre das so eine Datenmenge, die auf einmal mit der Telekom oder dem entsprechenden Provider auftauchen würden, mit denen hätte man dann auch etwas zu tun mit diesem Problem. Ein für mich persönlich auch ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, weil ich mag das nicht irgendwie komplizierte Anmeldungen oder irgendwie sowas. Wenn ich ein Radio für daheim mir hinstellen mag und ich mag einfach nur Musik hören, dann mag ich es hinstellen, am Strom anschließen und einfach auf Play drücken und dann läuft die Kiste. Bei Internetradio muss ich immer erst irgendwo einen WLAN-Code, irgendwas eingeben. Also ich bin von vielen Sachen abhängig und das liebe ich an DAB+. Einschalten und es läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen bei ARS24. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag mit DAB+. Bis bald und bis zum nächsten Video.